Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung des Steyr ADGZ M35 mittlerer Panzerwagen von Hobbyboss im Maßstab 1:35. Das ist ein Radpanzer österreichischer Entwicklung. Den haben die Österreicher in den 30er Jahren für ihr Heer und für ihre Polizei entwickelt. Und nach dem Anschluss 1938 wurden die Fahrzeuge dann auch in die Wehrmacht und die SS übernommen. Da gibt es recht berühmte Fotos von dem Fahrzeug in Danzig am 1. September 1939 während der Stürmung vom Postamt dort. Sehr bekannt. Das war ein Fahrzeug von der SS-Heimwehrgruppe Danzig, wenn mich nicht alles täuscht. Von diesen Fahrzeugen wurden nur ein paar Dutzend gebaut, soweit ich weiß. Es war jetzt nicht so häufig, aber es gibt relativ viele Fotos davon und das rechtfertigt meiner Meinung nach mehr als genug einen Bausatz von diesem doch recht ungewöhnlichen Fahrzeug. Da gab es früher auch schon von AMG einen Spritzgussbausatz, der allerdings sehr teuer war und auch etwas sparsam detailliert, soweit ich weiß. Also der war so mit 90 Euro, mehr als doppelt so teuer wie der Bausatz hier. Dann schauen wir gleich mal rein in die Schachtel. Ihr seht, die Schachtel ist jetzt nicht sonderlich groß. Die Gießäste sind meistens zumehrt in so Tüten verpackt. Das sollte eigentlich ausreichen, denn die Schachtel an sich ist sehr stabil ausgeführt. Da sollte auf dem Transport nichts weiter passieren. Schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung an. Da haben wir hier ein paar Warnhinweise auf Englisch und Chinesisch, Zeichenerklärungen und dann noch eine Anleitung, wie man die Abziehbilder zu behandeln hat. Dann hier eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen, falls man da was nachschauen sollte. Und dann geht hier der Zusammenbau los mit den Achsen. Das ist natürlich bei so einem Radpanzer immer das Komplizierteste. Hier dann die Wanne unten. Ja, sieht eigentlich ganz übersichtlich aus. Es werden auch immer nur wenig Teile verbaut pro Bauschritt. Das hilft dann doch sehr bei der Übersichtlichkeit. Hier haben wir dann schon die Einstiege. Die sind, an der Oberwanne ist nochmal eine Luke. Könnte man theoretisch offen darstellen, aber die Scharniere sind jetzt hier schon angossen und es hat auch kein Innenleben. Also man kann es eigentlich nur geschlossen bauen. Es sei denn, man investiert selber ein bisschen und hübscht den Innenraum ein bisschen auf. Hier verwendet man dann auch ein bisschen Foto-Ads. Dann geht es weiter hier mit der Bereifung. Da werden hier auch wieder diese Polycaps verwendet, diese Plastikkappen, mit denen man die Reifen dann aufstecken kann. Das finde ich immer ganz praktisch. Braucht man nichts kleben. Ja, bei der Oberwanne ist ein bisschen mehr zu tun. Ein paar Kleinteile anzubauen. Und man hat auch Optionen. Hier, ich denke mal, das ist so ein kleiner Seeschlitz. Gibt es verschiedene Varianten. Dann hier die oberen Einstiegstüren, wie schon bei der Unterwanne, kann man eigentlich nur geschlossen bauen. Diese Belüftungsklappen hier, die werden einzeln eingesetzt. Das bedeutet, man kann die dann positionieren, wie man will. Also offen oder geschlossen oder so halb-halb. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, dann geht es hier weiter. Haben wir hier noch ein paar Kleinteile wie Scheinwerfer und Benzinkanister. Das ist eigentlich ganz nett. Ein bisschen Werkzeug ist auch noch dabei. Die Maschinengewehre in der Wanne, die sind innen auch detailliert. Aber wie gesagt, es gibt sonst keinen Innenraum. Ja. Dann haben wir hier noch Foto-Ads-Teile für die Gitter, für die Scheinwerfer. Ja, also es macht einen ganz übersichtlichen Eindruck. Ist nicht wirklich aufwendig oder unverständlich. Hier der Turm, das ist zum Beispiel ein Bauschritt, da ist nicht viel dran. Und auch hier gibt es eigentlich keinen Innenraum. Was ein bisschen schade ist, weil da dann doch hier hinten eine ziemlich große Luke. Oh, ist ein bisschen schade, aber man muss natürlich dann auch sehen, der Bausatz ist dann verglichen mit dem AMG Bausatz deutlich billiger und der hat auch keinen Innenraum. Da ist vielleicht noch ein bisschen Raum für diverse Resienhersteller, dass die da vielleicht einen Innenraum zur Verfügung stellen, wenn man das braucht.
Hobbyboss schlägt uns 5 Bemalungs- und Markierungsvarianten vor. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise hat der Hobbyboss nicht so viel Auswahl. Hier schon. Das finde ich echt ganz nett. Hier das erste Fahrzeug Ostmark. Das ist ein Fahrzeug von der SS. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, war das ein Fahrzeug, das bei der Erstürmung vom Postamt in Danzig beteiligt war. Also doch recht bekannt. Die anderen Varianten sind jetzt mir nicht näher geläufig. Die sind vielleicht auch fotografisch belegt, aber da weiß ich jetzt nichts Näheres dazu. Und die sind auch nicht weiter benannt. Die sind dann einfach grau, beziehungsweise das unterste Fahrzeug hier hat dann noch dunkelbraune Flecken. Hier unten findet man dann noch eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Mr. Hobby, Vallejo, Model Master, Tamiya und Humbrol. Das ist eine sinnvolle Auswahl. Gut finde ich bei Hobbyboss, dass diese Anleitung farbig gestaltet ist. Da hat man dann gleich mal ein Bild von der ganzen Sache. Man muss nicht irgendwelche Farbcodes entziffern. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Das ist jetzt hier die Unterwanne. Die sieht eigentlich ganz schön aus. Es sind jetzt nicht viele Details vorhanden. Das wird ja auch alles angebaut, also die ganzen Achsen und so weiter. Hier haben wir die Angüsse. Mehr ist da nicht zu entfernen. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. Die sind an guten Stellen. Kann man schön mit dem Messer entfernen und noch ein bisschen nachschleifen, dann war es das schon. Teil ist auch nicht verzogen, ist auch recht stabil, also das sollte eine gute Grundlage darstellen für das Fahrzeug. Bei der Oberwanne ist eigentlich ganz ähnlich, da haben wir auch wieder diese Angüsse, die man relativ leicht wegbekommt. Hier haben wir noch ein paar Auswurfmarken in dem Bereich, die kann man entfernen, wenn es einen stört. Innenraum ist keiner vorhanden, also da brauchen wir uns jetzt nicht weiter um die Auswurfmarken sorgen. Nietendetails hier am Dach sind eigentlich ganz schön. Und da kommt ja auch, wie ihr schon im Bauplan gesehen habt, eine Menge an Details noch drauf. Dieser Gießer steckt zweimal bei und er beinhaltet hauptsächlich Fahrwerkskomponenten, Benzinkanister und dann auch noch so die Einstiegsluken. Ist alles sehr scharf gegossen. Wenig Befestigungspunkte zum Gießasch, das hilft uns beim Versäubern dann doch ziemlich. Ja, auch recht feine Teile hierbei. Sieht eigentlich ganz anständig aus. Nicht so clever finde ich jetzt, dass hier diese Blattfederpakete so gespalten sind. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man da einfach diese Trennnaht dann irgendwie verschleifen will. Finde ich jetzt nicht so clever. Allerdings wird da auch viel wieder von dem übrigen Fahrwerk wie der Bereifung verdeckt. Schauen wir uns das noch ein bisschen aus der Nähe an. Ja, hier mit Flügelmutter. Das sieht auch ganz schön aus. Ja. Also mir gefällt das schon sehr gut. Es ist eigentlich auch typisch Hobbyboss. Diese Gießasch liegt auch doppelt bei. Da haben wir hier die Felgenbewaffnung und Scheinwerfer drauf. Sieht auch eigentlich ganz scharf detailliert aus. MGs habe ich jetzt auch schon bessere gesehen. Da könnte man vielleicht das setzen mit einem anderen Teil. Dragon macht eigentlich ganz schöne MG 34 und so. Hier haben wir dann den Turm, noch ein paar Anbauteile für die Oberwanne und hier unten dann noch die Kardanwelle für die Unterwanne. Wie vorher auch wenig Befestigungspunkte. Das soll ja eigentlich ein fixer Bau werden. Da ist wirklich nicht so viel dran. Kein Innenleben, das spart natürlich Zeit. Ist aber für den Detailfanatiker dann ein bisschen schade, wenn das nicht vorhanden ist. Der Turm ist jetzt, es fehlt ein bisschen die Textur, finde ich, vom Stahl, aber das kann man sich selber ein bisschen aufrauen, wenn man will, mit Mr. Surfacer zum Beispiel. Aber ja, also alles scharf gegossen, keine Fischhäute oder so. Das ist eigentlich schon mal die Hauptsache, dass die Basisqualität schon mal stimmt. Und für die Textur kann man ja dann ziemlich leicht noch selber sorgen. Ein paar Klarsichtteile für die Scheinwerfer liegen auch bei.
Da kann ich eigentlich nicht wirklich viel dazu sagen, außer dass sie halt mehr oder weniger durchsichtig sind und ja, ziemlich glänzen. Ein paar Polycaps gibt es auch. Wie schon gesagt, das gehört an die Bereifung ran. Kann man die Reifen einfach aufstecken und braucht sie nicht kleben, beziehungsweise wenn man die Reifen wieder abnehmen will, zum Beispiel bei der Lackierung oder so, ist es halt gut möglich. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Ohne geht es natürlich auch, aber wenn es dabei ist, stört es mich jetzt auch nicht. Dann liegen auch noch eine Menge Gummireifen bei. Das ist jetzt was nicht jeder mag. Es hat auch diverse Nachteile, das gebe ich zu. Diese Reifen hier haben ein schönes Reifenprofil und bedürfen keinerlei Versäuberung. Hier ist absolut nichts dran, was irgendwie stören würde. Also das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, ich denke mal, der Experte wird sich da nach Resinreifen umschauen, weil jetzt hier diese Gummireifen den Nachteil haben, im Laufe der Jahre gehen da die Weichmacher raus und dann wird das spröde oder es bleibt auch ein bisschen am Regal so kleben. Hatte ich auch schon beobachtet. Das ist, ja, ich sag mal, keine Lösung, die wirklich über Jahrzehnte gut aussieht. Aber ich sag mal, ja, also für einen normalen Modellbauer reicht es auf jeden Fall aus. Ich werde die Reifen hier auf jeden Fall verwenden. Die Fotoheads-Platine ist hier mit so einer Folie geschützt. Ich ziehe mal eine Seite ab. Sind wenig Fotoheads-Teile, aber nützliche Fotoheads-Teile. Also das sage ich mal, sollten die meisten Leute wenig Probleme haben, die zu verarbeiten. Ob man jetzt hier unten diese kleinen Häkchen da verwendet, mein Gott, muss nicht unbedingt sein. Aber hier diese Gitter für die Scheinwerfer oder auch diese Blechborte für die Kanister, das ist eigentlich eine schöne Dreingabe, das einfach den Detaillierungsgrad von dem Modell schon ziemlich erhöht. Der Abziehbilderbogen fällt sehr üppig aus und wir haben hier auch diese Balkenkreuze schon dabei, wo diverse Sektionen abgetrennt sind, zum Beispiel wenn es über eine Luke geht und so weiter, also da muss man nicht selber rumschnibbeln, das finde ich eigentlich schon mal ganz praktisch. Ansonsten fällt mir auf, der Trägerfilm ist ziemlich groß, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn es so glänzt. Das kann ein Problem sein, muss aber nicht. Da würde ich vielleicht raten, das mit dem Skalpell noch ein bisschen zu verkleinern, möglichst viel wegzuschneiden. Sonst sieht es einfach aus wie ein Aufkleber am Modell. Grundsätzlich habe ich jetzt mit Hobbyboss Abziehbildern nicht die besten Erfahrungen, aber möglicherweise haben die sich in der Zwischenzeit verbessert. Ein endgültiges Urteil kann man erst fällen, wenn man die verwendet hat. So, der erste Eindruck ist so okay. Ich finde, das ist ein ziemlich solider Bausatz, mit dem kann man eigentlich ein sehr schönes Modell bauen, ohne größeren Aufwand. Die Teileanzahl ist jetzt nicht übermäßig groß, das sollte auch was für Anfänger sein. Der Bausatz hat jetzt kein Innenleben, kein Innenraum, das stört sicherlich den einen oder anderen und ich muss jetzt zugeben, mich ein bisschen auch, weil das Fahrzeug hat einfach diese riesen Einstiege an der Wanne 4-mal und auch am Turm, die recht große Luke, da wäre schon nett gewesen, wenn man zumindest so eine rudimentäre Einrichtung hätte, aber da ist halt schlichtweg gar nichts vorhanden. Das stört ein bisschen, vor allem wenn man jetzt auch noch den Preis sich vor Augen führt, der Bausatz kostet 40 € in etwa. Das ist für das Gebotene ja schon ein bisschen zu viel. So, ich sag mal 30 € wären, glaube ich, noch gerechtfertigt. 40 €, ja, da wäre dann ein Innenraum schon noch gut gewesen. Das konnte ich natürlich beim Kaufen noch nicht wissen. Trotzdem muss man sagen, der Bausatz macht doch einiges besser, verglichen mit dem AMG-Bausatz, der, wie schon eingangs erwähnt, mehr als das Doppelte kostet und auch kein wirklich überragendes Modell ist. Der Bausatz hier, bin ich mir ziemlich sicher, lässt sich sehr schön bauen. Das ist schon mal ein großes Plus. Neben der ungewöhnlichen Vorbildwahl an sich gefällt mir auch sehr, dass Hobbyboss eine Menge an Bemalungs- und Markierungsvarianten anbietet. Das ist doch ein bisschen ungewöhnlich. Ich hatte jetzt schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal einen Hobbyboss-Bausatz gebaut und meistens gab es eigentlich nur eine oder höchstens 2 Varianten. Dieses Mal sind es halt 5. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das kann auch gern so bleiben in der Zukunft. So, das war's auch wieder für die Bausatzvorstellung.
Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.